Ja, einen schönen guten Tag zusammen. Es sind ein paar Tage vergangen zu meinem Videodreh bezüglich der Taylor 712 und 812. Und mir ging vorhin so durch den Kopf, dass diese Gitarren doch einfach ultra fucking scheiße teuer sind. Ja? Und zwar, wir reden hier über Gitarren, die ganz selbstbewusst in der 4.000 € Klasse spielen. Und dort hängt eine Gitarre, und zwar ist es diese da. Das ist meine allererste Gitarre. Ja, das ist nichts Besonderes, das ist aber eine Gitarre, die ich euch mit Stolz zeige, weil so fing alles an. Und diese Gitarre hat damals 50 € gekostet, ja, und ist somit preislich unfassbar viel von denen entfernt, die ich jetzt so in letzter Zeit hier zeige. Und diese Gitarre hier hat mich jetzt dazu gebracht, dieses Video hier zu drehen, weil ich würde nämlich in diesem Video das ganze Ding nämlich ganz gerne einmal umdrehen. Und zwar, wir kaufen uns jetzt hier, oder ich kaufe für diesen Channel, nämlich jetzt einfach mal eine Western-Gitarre für 50 € und wir schauen einfach mal, ob dieses Ding etwas kann. Anforderungen habe ich quasi keine. Es sollte eine Western-Gitarre sein, es sollte eine voll ausgewachsene Western-Gitarre, also eine 4/4 Größe, keine halbe, keine Kindergitarre oder irgendwie sowas. Material, Hölzer, alles egal, wirklich komplett. Es sollte jedoch eine neue sein. Und zwar habe ich da auch schon etwas gefunden. Es geht nämlich um dieses Ding hier. Wir bestellen das jetzt einfach mal und schauen mal, wenn sie kommt, wie dieses Teil so ist. Das dauert natürlich jetzt ein paar Tage für mich, für euch ist es im gleichen Video und wir schauen uns dann einfach mal an, wie diese Gitarre so ist und ob man darauf spielen kann. Darauf kommt es mir an. Ich gehe davon aus, dass diese Gitarre nicht vergleichbar ist mit einer Taylor 812 für 4.500 € UVP. Ja, das ist völlig klar. Aber wir schauen einfach mal an, was kann diese Gitarre für 49 € und kann man sie gebrauchen und kann man darauf Gitarre lernen oder ist es vielleicht ein vollwertiges Instrument? Los geht's mit diesem Video. 3 Tage später. So, ein paar Tage sind vergangen, seitdem ich die Gitarre bekommen habe und ich denke, ich kann euch jetzt schon einen ganz guten ersten Eindruck von der Gitarre geben. Aber fangen wir erstmal bei den absoluten Grundbasics an. Wir können hier schon mal erkennen, dass die Gitarre eine etwas kleinere Form ist. Ich habe da schon mal etwas vorbereitet. Ich denke, hier kann man es noch viel besser erkennen, ne? Dass diese schwarze hier, diese, deutlich größer ist als diese hier. Ja? Das liegt einfach daran, dass das hier eine Dreadnought-Form ist. So nennt sich das. Es ist quasi die Western-Gitarre. Ich finde, also ich gehe ganz stark davon aus, dass es die meistgebaute Western-Gitarrenform ist. Und die ist halt eben deutlich kleiner. Das hat zur Folge, Moment, ich stelle mal kurz eben alles weg. Das hat zur Folge, dass so eine Gitarre bauartbedingt schon anders klingt als eben so eine fette. Ja? Also hast du gleiche Hölzer von der gleichen Qualität, also die gleiche Sorte Holz, die gleiche Qualität Holz und hast unterschiedliche Gitarrenformen, dann hören die sich unterschiedlich an. Ja, das hat nichts mit der Preisklasse oder irgendwas zu tun. Es gibt nämlich auch sehr kleine Gitarrenformen für sehr, sehr viel Geld. Von daher behandeln wir die Gitarrenform erstmal nicht, wobei ich finde, dass die schön handlich ist und mir liegt sie sehr gut und es macht mir sehr viel Spaß, mit dieser Gitarre zu spielen. Kommen wir jetzt zu den Hölzern. Ja, das ist ganz wichtig bei Gitarren. Ich weiß nicht, wie fit du im Gitarrenbereich bist, aber ich kann dir
sagen, dass das Holz einer Gitarre maßgeblich für den Klang verantwortlich ist. Ja, da gibt's verschiedene Standard-Holzkombinationen und im Gitarrenbau achtet man in der Regel darauf, wenn es hochwertig sein soll, dass die Hölzer massiv sind. Kannst du hier bei dieser Gitarre alles vollkommen vergessen. Ja, also hier wurde ganz unten ins Regal gegriffen und vom ganz unten im Regal davon auch noch das letzte Sonderangebot, was da noch irgendwie übergeblieben ist. Also mit Qualitätshölzer brauchst du hiermit gar nicht kommen. Aber darum geht es auch nicht. Im Vordergrund stand bei dieser Gitarre mit Sicherheit eine sehr, sehr günstige Gitarre zu liefern. Und das haben die meiner Meinung nach hiermit geschafft. Wir haben eine Decke aus, Moment, habe ich aufgeschrieben, eine Decke aus Agathis. Boden und Zagen an dieser Gitarre sind aus Linde. Ja, das ist jetzt nicht gerade bekannt für den absoluten High-End-Sound. Aber wie gesagt, völlig Latte, völlig egal. Bei Gitarren versucht man in der Regel, gerade wenn es hochwertige Gitarren sein soll, Gitarren aus massiven Hölzern zu bauen. Ja. Hier habe ich jetzt schon erwähnt, dass die Boden und Zagen laminiert ist. Was bedeutet das? Massivholz, völlig klar, du hast ein Holz und schneidest daraus eine Decke. Ne? Klar. Laminiertes Holz ist Schichtholz. Ja? Da wurden unterschiedliche Schichten aufeinander geleimt. Dadurch wird das Holz stabiler. Ja, ist somit leichter zu verarbeiten und es kommt noch hinzu, dass dieses laminierte Holz günstiger im Einkauf ist für den Gitarrenhersteller. Das heißt, es ist also eine Win-Win-Situation. Nachteil an dieser ganzen Geschichte ist, dir geht Klang verloren. Ja, also die Decke kann nicht mehr so gut schwingen und dadurch geht dir natürlich ein bisschen Volumen, also ein bisschen Druck von der Gitarre und auch der Klang, ja, kann man ganz einfach so sagen, geht dir dadurch verloren. Hier sind natürlich alle Hölzer laminiert. Ne? Aber wie gesagt, hier wurde nur auf den Preis geachtet und eben nicht auf krassen Sound oder ähnliches. Was ich an dieser Stelle jetzt hier nochmal kurz sagen möchte, ist, dass ihr die Gitarre gerade hört, wie sie vom Music Store kommt. Also da wurde nichts dran verändert. Es sind immer noch die Standardsaiten drauf. Das Einzige, was ich verändert habe, ist der Hals eingestellt, also den Hals eingestellt. Das habt ihr schon mal gesehen. Hier ist so ein Imbusschraubenzieher drin und das ist auch das einzige Zubehör, was dabei ist. Also keine Tasche, kein Stimmgerät, keine Extrasaiten, gar nichts. Nur dieser Imbusschraubenzieher, mit dem sich eben der Hals einstellen ließ. Und der Hals ließ sich übrigens sehr flach einstellen, finde ich, gerade für diese Preisklasse. Hier haben wir so ein Lineal, ne? Und die Seitenlage ist irgendwas zwischen 2,25 und 2,25 am 12. Bund ohne zu schnarren, was ich extrem geil finde. Ja, also das ließ sich ordentlich einstellen, die Bespielbarkeit ist absolut top, aber nochmal darauf zurück, es ist wirklich der Sound so mit Standardsaiten und es wurde nichts dran verändert.
Ja, das war jetzt mal so ein bisschen Plektrum-Spiel und bevor wir jetzt hier zum Thema Zupfen kommen, möchte ich noch mal ein bisschen auf die Gitarre an sich eingehen. Ja, also Hölzer haben wir jetzt schon behandelt. Wir haben hier eine zarte Rosette. Das wird, denke ich mal, ein Aufkleber sein, der da einfach draufgesetzt wurde, um das Schallloch so ein bisschen zu verschönern. Dann haben wir an dieser Decke ein Binding. Ja? Also Binding nennt sich dieser Abschluss hier. Ja? Das könnt ihr jetzt hier sehen in Form eines hellen Streifens. Ne? Das geht hier so ein bisschen auch in die Decke rein. Das ist ganz, ganz zart. Das ist ein Kunststoff-Binding. Ja? Das dient eben zur Verschönerung der Gitarre und halt eben auch, dass wenn man so Leimstellen sieht, ne? Wo die Platten aufeinander gesetzt worden sind, um das so ein bisschen zu kaschieren. Das haben sie auch hier hinten. Ne? Das ist ein ganz zarter Abschluss. Schön gemacht. Die Gitarre ist hochglanzlackiert, wie ihr jetzt hier schon sehen könnt. Macht einen schlanken Fuß, sieht ordentlich aus. Schön finde ich bei dieser Preisklasse auch, dass wir es hier mit einem Kunststoffbinding auch am Hals zu tun haben. Ja, das sieht echt schick aus. Und wir haben hier oben in dem Kunststoffbinding am Hals auch Punkte, die uns zur Orientierung des Spielers dienen. Und an den gleichen Stellen haben wir auch Punkte hier vorne auf dem Griffbrett. Ja, und die 2 Punkte zeigen eben an, dass da der 12. Bund ist. Ja, das ist also eine Oktave. Also wenn du die Seite leer spielst, ne, also Bund 0, Leerseite, und du hier unten am 12. Bund greifst, ist es genau eine Oktave. Und da der 12. Bund hier ist, zeigt es uns an, dass wir einen ganz normalen Halskorpusübergang am 14. Bund haben. Und das ist somit ein Standardübergang, kann man so quasi fast sagen. Wo wir gerade einmal bei der Oktave sind, geht es um das Thema Bundreinheit. Ja? Und das ist bei Gitarren in dieser Preisklasse echt ein Thema. Ja? Also es gibt Gitarren, die sind nicht buntrein. Ja? Und das bedeutet für dich, typisches Beispiel ist, du spielst die E-Seite und greifst am 5. Bund, dann solltest du im besten Fall ein A haben. Hast du das nicht und es ist ein bisschen zu hoch oder ein bisschen zu niedrig, spricht man von einer Bundunreinheit. Also die Gitarre ist nicht buntrein, ja, oder oktavrein. Kannst du nennen, wie du möchtest. Und das kann man prüfen mit so einem Stimmgerät hier an der Kopfplatte. Und das machen wir jetzt auch mal direkt. So, dann versuchen wir das ganze Ding mal. Also Leerseite E. Ja, zeigt ziemlich genau ein E an. 12. Bund. Ja, knapp, ne? Leere A-Seite. 12. Bund. Ja. D-Seite. Ja, also das, was wir jetzt hier gesehen haben, ist eine Bundreinheit, die ich echt geil finde in dieser Preisklasse. Also ich finde, dass man mit dieser Gitarre vernünftig spielen kann und sie okay buntrein ist. Ja, 100%ig auf den Punkt ist sie nicht, okay, haben wir gesehen, aber es ist sehr, sehr gut für das, was es kostet. Ja, bei Bundreinheit darf man nicht vergessen, ist für die Gitarrenhersteller ein Kostenfaktor. Ja, das heißt, die müssen wirklich darauf achten, dass alles 100%ig ist, dass auch der Ton da ist, wo er hingehört. Ja, natürlich ist es ein Standardvorgehen bei den Gitarrenherstellern, aber dennoch muss da so ein bisschen drauf geachtet werden, dass es auch ordentlich ist und funktioniert. Stimmgerät, wie gesagt, musst du haben, wenn du gerade frischer Neuling bist und gerade mit dem Gitarrenspielen anfangen möchtest, kauf dir hier so ein Stimmgerät für die Kopfplatte. Die gibt es eben in ganz günstig und in ganz, ganz teuer. Du brauchst wahrscheinlich am Anfang erstmal das günstigste, ne? Und das reicht, damit habe ich auch angefangen und wahrscheinlich ganz, ganz viele da draußen nutzen diese ganz, ganz günstigen 3, 4, 5 Euro Dinger jeden Tag und sind damit happy. Der Hals ist NATO, ja, das ist ein relativ günstiges Material, was man für einen Hals benutzen kann. Hier vorne haben wir dann unsere Kopfplatte, ja, also zuerst mal ist es eine eckige Kopfplatte, was mich extrem an die üblichen verdächtigen Gitarrenhersteller erinnert, Martin, Lakewood, ne, ihr wisst, was ich meine. Also es geht schon stark in diese Richtung, aber wir haben hier oben kein Martin-Logo oder ähnliches, sondern ein J&D Guitars Logo und das steht eben für Jack & Danny. Auf der Rückseite haben wir unsere Mechaniken. Okay, da muss ich ganz klar sagen, das sind nicht die besten Mechaniken, aber sie machen das, was sie sollen, ne? Also du kannst damit ordentlich arbeiten, das läuft manchmal ein bisschen hakelig, aber ey, weißt du, die Gitarre kostet Fuffi, von daher, die müssen auch irgendwo dran sparen und wenn es an den Mechaniken ist, dann ist es halt eben so. So, wir machen jetzt mal so ein bisschen Fingerstyle-Geschichten.
Ja, damit sind wir dann jetzt durch mit den klanglichen Ergüssen der Jack & Denny AG1, der zurzeit günstigsten Western-Gitarre, die du beim Music Store finden kannst. Ja, was kann ich jetzt noch abschließend sagen zu der Gitarre? Die Gitarre hat eine Sattelbreite von 43 mm. Sattelbreite bedeutet, das ist die Breite hier oben, also die Griffbrettbreite ganz hier oben am Griffbrett an der obersten Kante sind 43 mm und das bedeutet, das ist eher auf der schmalen Seite des Lebens. Ja? Also die Gitarre ist gemacht für Akkordspiel. Ja, weil ich denke, dass die Gitarre sich ganz klar an Einsteiger richtet und die Gitarre ist dafür gebaut, um die ersten Akkorde zu lernen und so. Ne? Aber ich habe mir die Gitarre ja gekauft, um mir selbst die Rechtfertigung zu geben. Ey, guck mal, du hast dann ein Video gemacht mit Gitarren, die jenseits der 4.000 € Klasse spielen und wollte quasi mal eine günstige kaufen, um mir selbst das Gefühl zu geben, okay, das ist genau richtig, was du da tust. Ja? Du musst viel Geld für eine Gitarre ausgeben. Jetzt habe ich die Gitarre hier ein paar Tage und das ist die Gitarre, mit der ich gerade am meisten spiele und ich kann euch sagen, es ist absoluter Bullshit. Es macht richtig Spaß, mit dieser Gitarre zu spielen. Sie klingt ordentlich. Okay, sie klingt einfach besser, als ich gedacht habe. Punkt. So, ich habe mir gedacht, wenn wir hier nochmal ein bisschen bessere Seiten drauf machen, ja. Also das sind jetzt hier die wirklich Obergrütze-Seiten. Da hat Music Store extrem gespart, muss man ganz klar sagen. Aber man muss auch berechnen oder bedenken, dass die Gitarre ein Fuffi kostet. Da können die vom Hersteller keine Seiten drauf machen, die 15, 20 € im VK kosten. Das machen wir aber. Ja, das machen wir in Zukunft und wir gucken mal, wie die Gitarre sich dann anhört. Alles in allem ist das eine Gitarre, die sich extremst gut bespielen lässt für das, was sie kostet. Ja? Sie klingt ordentlich, sie macht Spaß, sie ist schön handlich und alles in allem gefällt sie mir. Sie hat natürlich Verarbeitungsschwächen, muss man sagen. Klar, sie hat Verarbeitungsschwächen hier im Schallloch. Da ist nicht ordentlich gearbeitet worden. Ja? Das ist so ein bisschen schlampig. Hier vorne am Griffbrett ist so eine raue Stelle, da ist noch Kleber. Die hat auch hier hinten am Hals eine Stelle, wo sie einfach drüber lackiert haben. Okay, oder hier das Binding ist nicht 100% clean. Okay, das passiert ja natürlich bei einer hochwertigeren Gitarre nicht. Aber, ey, die kosten Fuffi. Ja, das darf man nicht vergessen. Und für einen Fuffi ist das eine verdammt geile Gitarre, die ich einfach jedem empfehlen kann. Wenn er eine günstige Gitarre sucht, die er einfach mal irgendwohin mitnehmen kann und nicht immer Schiss haben muss, dass da was drankommt, ist das die Gitarre, die ich empfehlen kann. Und sie hat definitiv das beste Preis-Leistungs-Verhältnis von allen Gitarren, die ich bis jetzt hatte. In diesem Sinne sind wir jetzt hier durch mit der Jack & Denny AG1 Western-Gitarre. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video hier gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten dabei seid. Haut rein, abgehen, ciao.